Hallo ihr Lieben, vergangene Woche gab es ein Video zu den perfekten Burgerbrötchen und heute folgt die Füllung. Für die Patties brauchen wir Rindsfaschiertes und ich habe hier ein Fleisch mit ca. 20% Fett und idealerweise ist es richtig schön fein gehackt. Außerdem braucht ihr Salz, Pfeffer, hier habe ich Zwiebel- und Knoblauchgranulat, die sind optional, geben dem Ganzen aber richtig viel Geschmack, und Senf. Für die Soße Mayonnaise, eine saure Gurke, Salz und Pfeffer natürlich nach Bedarf. Hier habe ich noch Zucker, Balsamicoessig, Paprikapulver, Zwiebel- und Knoblauchgranulat, Senf und Ketchup. Für die Füllung Zwiebeln, Tomaten, Salat, Schmelzkäse, Gouda oder Emmentaler, was auch immer ihr mögt, und ganz wichtig, saure Gurken. Gebt die Gewürze zum Fleisch dazu, also das Salz, Pfeffer, Zwiebel- und Knoblauchgranulat und den Senf. Jetzt wird gründlich geknetet. Ich mache das gerne per Hand, aber ihr könnt zum Beispiel auch eure Küchenmaschine verwenden und da den Rühraufsatz. Jetzt wird das Fleisch portioniert. Pro Patty verwende ich ungefähr 125 Gramm. Ihr könnt für etwas größere Patties auch gerne 150 Gramm nehmen. Befeuchtet eure Handinnenflächen mit ein bisschen Wasser, drückt diesen Fleischkloß von allen Seiten fest zusammen und formt ein schönes Bällchen. Es gibt mehrere Methoden, wie man Patties formen kann, und hier ist schon mal die erste. Für die erste Variante braucht ihr einfach nur ein Stück Frischhaltefolie und drückt jetzt den Fleischkloß mit euren Handinnenflächen einmal glatt und dann arbeitet ihr mit den Fingern nochmal nach, damit ihr dann in der Mitte nicht diese Wölbung habt. Für die zweite Variante befette ich ein Stück Backpapier mit ein bisschen Öl, lege da den Fleischkloß drauf, lege ein zweites Stück Backpapier drauf und drücke das Ganze mit einem Teller flach. Falls euch diese unsauberen Ränder stören, nehmt einfach eine Schüssel und stecht quasi diesen Fleischpatty aus. Die dritte Methode ist meine Lieblingsmethode, und zwar habe ich mir so eine Patty-Presse vor Jahren mal gekauft und verwende sie regelmäßig. Wichtig ist, dass man sie gut befettet, dann bekommt man die Fleischpatties auch ohne Probleme wieder raus. Falls ihr Patties aus dem Supermarkt kauft, dann könnt ihr diese Verpackung aufbewahren und im Grunde funktioniert das genau wie eine Presse. Ihr braucht einfach nur 2 solche Verpackungen. Achtet allerdings darauf, dass ihr die Verpackungen richtig gut reinigt und wirklich auf Hygiene achtet. Ich schnappe mir jetzt schnell ein Stück Backpapier und daraus mache ich viele kleine Blätter, die ich quasi als Zwischenblätter zwischen den Burger Patties verwende. Ihr könnt die Patties natürlich gleich in die Pfanne hauen, aber ich empfehle euch, sie für 1 bis 2 Stunden kühl zu stellen, so lassen sie sich einfach besser braten. Die Soße habt ihr schon in meinem TikTok Tortilla Video gesehen und die ist einer Big Mac Soße sehr ähnlich. Dafür vermischt ihr Mayonnaise und Senf, Ketchup, Balsamicoessig, Paprika, Knoblauch und Zwiebelpulver, Zucker, Pfeffer und etwas Salz. Zum Schluss zerkleinert ihr die saure Gurke und zwar so fein wie nur möglich. Das sind meine selbstgemachten Burgerbrötchen und einen Link zum Rezept und Video findet ihr am Ende dieses Videos. Bestreicht beide Teile des Brötchens mit einer dünnen Schicht Butter. Bratet die Burgerhälften in einer heißen Pfanne so lange an, bis sich eine schöne Kruste gebildet hat.
Diesen Schritt solltet ihr nicht auslassen, denn diese Kruste sorgt dafür, dass sich eure Brötchen nicht mit Soße vollsaugen und dann matschig werden. Jetzt sind die Patties an der Reihe und dafür braucht ihr eine heiße Pfanne, etwas Öl und Stufe 8 von 9. Da dauert es ungefähr 5 Minuten, bis die Patties fertig sind. Wenn ich die Patties in der Pfanne zubereite, wende ich sie mehrmals, so bekommen sie außen eine schöne Kruste, eine gleichmäßige Farbe und sie verbrennen nicht. Am Ende sollten sie innen ganz leicht rosafarben sein, das ist ein Zeichen, dass sie noch saftig sind. Wenn sie schon beige oder bräunlich sind, ist es ein Zeichen, dass sie schon ziemlich trocken sind. Sind die Patties fertig, legt ihr den Schmelzkäse drauf, lasst ihn kurz schmelzen und dann könnt ihr schon anrichten. Es gibt eine Menge Theorien dazu, wie man so einen Burger belegen sollte. Ich habe ein bisschen recherchiert und habe herausgefunden, diese hier sollte die beste sein. Das ist so die klassische, einfache Version. Ihr könnt den Burger aber auch an euren Geschmack anpassen. Könnt zum Beispiel die Zwiebeln in der Pfanne ein bisschen anschwitzen, wenn ihr keine frischen mögt. Oder auch Champignons verwenden, die ihr kurz in der Pfanne anbratet. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß bei der Zubereitung. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und drückt auch gerne das Glöckchen, wenn ihr Benachrichtigungen zu meinen zukünftigen Videos bekommen wollt. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.